geil ist das denn? Soll ich einmal in die Hand klatschen? Ist das für euch? Dirk macht's. So, wunderschöne Location, mitten in Berlin. Dirk Nowitzki, erstmal danke, Dirk, dass das sehr zu deiner Begeisterung mal wieder klappt. Ein ausführliches Gespräch. Es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Interviews der Tag, nachdem du bekannt gegeben hast, dass du die Basketball-Europameisterschaft spielst. Eine Nacht hast du jetzt drüber geschlafen, nachdem du die Entscheidung bekannt gegeben hast, dass du dabei bist. Wie viele Nächte hast du unruhig geschlafen, bis du zu der Entscheidung gekommen bist, was du machen wirst? Ach, so unruhig war es eigentlich nicht. Ich habe mich eigentlich schon, damals habe ich mir schon gedacht, dass ich dabei bin, als es rauskam, dass die EM in Berlin ist, zumindest die Vorrunde. Ich hatte in meiner ganzen internationalen Karriere nie eine Heim-EM, nie eine Heim-WM. Und da hat schon gekribbelt. Ich wollte aber natürlich erst mal abwarten, wie die Saison läuft, ob wir bis Juni spielen. Und, das war dann leider nicht der Fall. Oder in dem Fall ein Glücksfall für die Nationalmannschaft und mich. Und deswegen habe ich gesagt, das ist kein Problem. Ich habe jetzt schon den ganzen Mai lang Urlaub gemacht, abgespannt, Familienzeit genossen, mal ein bisschen am Strand mit den Kids. Und ja, jetzt werde ich dann auch im Juni noch ein bisschen abspannen, werde so ein bisschen mich fit halten und dann ab Juli ins Training einsteigen und dann freue ich mich aber auch schon. Also das wird eine Riesensache. Sind schon ein paar Spiele ausverkauft, haben Monsterbrocken Gegner dabei. Also das kribbelt schon auf jeden Fall. Nun kennst du FIBA-Basketball, hast bei vielen Turnieren mitgemacht. Zuletzt 2011 in Litauen. Du weißt, das ist ein etwas anderer Basketball als in der NBA. Manchmal wird man richtig gehend vermöbelt, also wird ordentlich drauf gehauen. Ist das was, wo du manchmal denkst, da müssen wir uns aber was einfallen lassen, dass wir das umgehen? Ja, ich glaube nicht, dass ich so viel Isolation und Einzelaktionen mache wie vor 4, 5, 6, 7, 10 Jahren. Ich glaube, dass wir nur erfolgreich sein können über komplette Mannschaftsleistung, wenn der Dennis gut spielt, durchzieht, alle Schützen findet. Wenn die Großen ihre Sachen machen, wenn wir gut verteidigen, wenn wir gut rebounden gegen die Monsterbrocken. Also das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Sieg. Nicht, dass ich vorne alles drauf hau. In der Verfassung bin ich nicht mehr. Und klar versuche ich, Führungsqualitäten zu zeigen noch im Spiel hier und da. Ich versuche am Ende des Spiels noch hoffentlich frisch zu sein und da Akzente zu setzen. Aber es wird nicht so sein wie ich vor 10 Jahren in Serbien, wo ich da 20 Mal den Ball drauf schieße. Das glaube ich nicht. Dennis Schröder hast du angesprochen. Er wird dir einen großen Gefallen tun, wird so ein klein wenig zumindest den 100% Fokus vom Superstar Dirk Nowitzki vielleicht auch in der Außenwirkung nehmen. Zunächst mal zu seiner Entwicklung kriegst du ja logischerweise ein bisschen mit. Eine gute Rolle bei Atlanta gespielt. Ich habe ja vor 2 Jahren gesagt, dass ich gar nicht glaube, dass er überhaupt in die NBA kommt. Was sagst du zu seiner Entwicklung? Das ist ja gigantisch. Habe mich wahnsinnig gefreut für ihn. Ich habe ja den Dennis kennengelernt. Das war kurz vor dem Draft, kam er nach Dallas und hat bei uns vortrainiert. Und da habe ich natürlich gehört, Dennis kommt. Und da war ich zufällig in dem Sommer da und bin in die Halle und habe ihm zugeschaut und war damals schon echt beeindruckt. Da war er erst 19 oder was, aber hat die Coolheit, mit der er spielt, die Gelassenheit, auch in so einem Draft-Workouts, ja, wo alle alles geben und es geht so ein bisschen um Leben und Tod, wenn man so schön sagt. Aber da hat er echt mit seiner Übersicht gespielt und das hat mir damals schon gefallen. Und danach haben wir uns so ein bisschen unterhalten, habe ihm meine Nummer gegeben, wenn irgendwas ist, wenn er Fragen hat. Und seitdem sind wir so ein bisschen in Kontakt. Und dann war es ja so, dass wir hatten ja den 13. Pick in dem Jahr und ich war ja das Jahr sogar im War Room, das erste Mal dabei. Und da waren wir sogar echt nah dran, den Dennis zu holen. Was hast du denn zu Donny gesagt, Donny Nelson? Wir wollten einen Aufbau holen, auf jeden Fall. Und habe ich schon gesagt, Dennis hat hier gut gespielt. Aber so ein War Room, das musst du dir vorstellen, da waren 30 Leute drin. Ja, alle Scouts, die wir irgendwo auf der Welt irgendwo haben, sind da drin. Cuban Donny haben 8 Rechner vor sich und Telefone. Und also das war Wahnsinn. Das war für mich auch mal eine Erfahrung, das mitzuerleben. Auf jeden Fall hat man Pick Nummer 13 und kurz vorher, der Pick kommt immer näher, haben sie sich entschieden, nochmal zurückzutraden. Und dann waren wir, glaube ich, 18 oder 19.
Und dann war es sogar nah dran, dass wir einen Dennis Neyman an 18 oder 19. Der ist ja vorher weggegangen. Und dann ist er, ich glaube, 1 oder 2 Picks vorher dann nach Atlanta gegangen. Also das wäre echt ganz witzig gewesen. Aber dann haben wir so ein bisschen Kontakt gehalten und ich habe ihm natürlich schon gesagt, dass die erste Saison schwer wird. Ja, vor allem, wenn du so jung bist, wenn du aus Deutschland kommst, hast nie woanders gewohnt. Das ist eine Umstellung, auch die Spielerei, zu wohnen. Und ich glaube, das erste Jahr war so ein bisschen hoch und runter für ihn. Hat gezeigt, dass er Potenzial hat. War das so ein typisches Rookie-Jahr, vor allem für einen, der eben aus Europa rüberkommt? Ja, ich glaube, dass es schwer ist, wenn man sich außerhalb vom Spielfeld nicht hundertprozentig wohlfühlt noch. Dann ist es schwer, auch auf dem Spielfeld Leistung zu bringen. Und dann, wenn man noch so jung ist, ja, da hat man noch so viel zu lernen. Ich glaube, dann war er auch mal kurz in der D-League, was ihm, glaube ich, geholfen hat mit ein bisschen Spielzeit. Und dann, wie bei mir das auch damals war, die Sommer sind sehr, sehr wichtig. Die musst du nutzen. Das hat er letzten Sommer gemacht. Er ist besser geworden, hat Nationalmannschaft gespielt, hat Sommerliga wieder gespielt. Und ich glaube, das hat ihn echt einen Schritt nach vorne gebracht. Und die Saison war er echt super solide. Auch von der Bank kam rein, war so ein bisschen Gamechanger, hat das Tempo gewechselt, vollen Druck in der Verteidigung gemacht, Full Court. Und vorne ist er da rumgepfiffen und ich glaube, sein Schuss ist konstanter und besser geworden. Klar, da kann er noch dran arbeiten. Wäre das nicht ein Fall für deinen Mentor, für Holger Geschwindner, der Dr. Wurf, sich mal Dennis anzunehmen? Ja, ich glaube, ich habe mir die Technik von ihm angeschaut, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube schon, dass es ausbaufähig ist, aber ich glaube, der Holger kann jedem helfen. Die Erfahrung habe ich mittlerweile jetzt schon gemacht, dass er einer der Besten ist. Aber das muss man mal sehen, ich glaube, der Dennis ist da in guten Händen in Atlanta, aber lernen immer dazu lernen, kann nur die Devise sein von einem jungen Spieler. Aber nee, habe mich für ihn gefreut, habe ihm auch gratuliert jetzt vor 2 Wochen, als er dann verloren haben oder was, habe ich ihm gratuliert zu einer tollen Saison und da habe ich ihm erzählt, dass ich stolz auf ihn bin. Baby Rondo wird er auch genannt. Ich vermute, das geht in erster Linie auf die langen Arme zurück, die er wirklich für einen Point Guard hat, ne? Ich glaube, so ein bisschen die langen Arme, aber auch die Spielweise, ja, so ein bisschen sehr selbstbewusst. Ja, die Art und Weise, wie sie spielen, glaube ich, ist auch so ein bisschen die Annäherung. Dass er groß ist für den Aufbau, dass er auch reingeht und reboundet, dass er das Spiel schnell macht. Da kommt er, glaube ich, dass er hinten für Steals schaut, dass er Fullcourt-Mannpresse macht in der Verteidigung. Ich glaube schon, dass da ein paar Parallelen gibt, ja. Stichwort Rondo, das war der viel beachtete Trade, den ihr mit den Dallas Mavericks gemacht habt. Viele haben gesagt, das ist genau das Ding, was sie machen müssen. Das bringt sie weit in den Playoffs. Es hat nicht funktioniert. Von draußen kann man nur spekulieren. Was glaubst du, war am Ende der Grund, warum Rondo Dallas Mavericks nicht gepasst hat? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, dass vielleicht sogar dass die Spieler um ihn herum nicht unbedingt zu ihm gepasst hat. Wir wissen alle, dass Monte ist auch einer, der nicht unbedingt nur Catch and Shoot spielt, sondern der Monte braucht den Ball viel. Der muss viel Pick and Rolls rennen, um seinen eigenen Schuss zu kreieren. Und da musste der Rondo auch viel ohne Ball spielen. Ich glaube nicht, dass er das viel in seiner ganzen NBA-Karriere, in 9, 10 Jahren in der Liga bis jetzt gemacht hat, dass er irgendwo auf der Weak Side war und da als Shooter gestanden war, sondern hat immer die Show in der Hand gehabt, immer viel den Ball in der Hand gehabt und das war eben bei uns nicht so der Fall. Mit dem Coach Carlisle lief es nicht so toll. Ich meine, das wusste jeder. Ich glaube, der Rondo wollte ein bisschen mehr Freiheit. Coach Carlisle wollte ein bisschen Struktur reinbringen. Und da sind sie mehrere Male aneinander gestoßen. Also ich glaube, da sind mehrere Gründe, die da mit reingespielt haben. Aber wir haben alles probiert. Der Rondo hat es probiert. Ich muss auch sagen, so als Teamkollege haben wir uns super verstanden. Hatte auch keiner ein Problem mit ihm. Es war immer witzig, auch immer in den ganz vielen Zeiten in Bussen und Umkleiden. Da war echt ein netter Kerl. Aber leider auf dem Spielfeld hat es halt leider nie so geklickt. Aber man muss auch wirklich sagen, dass es, glaube ich, schwer ist für den Aufbau, während der Saison zu einer neuen Mannschaft zu kommen. Ja, es ist, glaube ich, leichter als Flügel und als Dicker, als Center. Ja, du hast einen Job, du musst ein System kennen und dann hat sich das. Und als Aufbau musst du ja alle Wege kennen. Du musst den Coach verstehen, du musst dich an viele Sachen gewöhnen.
Und das war beim Jason Kidd damals genauso. Ja. In dem ersten Jahr, als wir für ihn getradet haben, das lief gar nicht. Also, haben wir auch in der ersten Runde haushoch verloren und dann wurde die Kritik schon groß. Und ohne Jason hätten wir 2011 nie die Meisterschaft gewonnen. Also wir hatten halt leider nicht die Zeit mit dem Rondo, wie wir das mit dem Jason hatten, über ein paar Jahre was aufzubauen. Und das hat dann jetzt so leider in einem halben Jahr nicht funktioniert. Aber es war der Trade, wo ihr alle gesagt habt, du als Franchise-Player auch, die Verantwortlichen, also der Coach, Donny, Mark Cuban, wenn dieser Trade machbar ist, musst du den machen. Das war schon die Lage. Ne? Musst du machen, war die Lage. Mussten wir probieren. Ich glaube, das Gefühl in der Organisation und auch von mir war, dass wir ganz gut angefangen haben im November. Wir hatten aber einen sehr leichten Spielplan. Ich dachte, oder auch wahrscheinlich der Mark und der Donny, dass wir in der Konstellation, die wir vorher hatten, haben wir schön Basketball gespielt, haben wir 120 gemacht im Schnitt oder was. Aber gegen die guten Mannschaften hat es trotzdem nicht gelangt. Haben wir trotzdem ein paar Spiele verloren, haben teilweise nicht gut ausgesehen gegen die guten Mannschaften. Und die Einstellung war, glaube ich, dass wir alle gedacht haben, in der Konstellation, wie wir vorher waren, hätten wir auch in den Playoffs nicht gewonnen. Und deswegen gehst ein Risiko ein, suchst einen Gamechanger. Und das hat dann nicht funktioniert. Aber ich glaube, das Risiko würden wir alle wieder eingehen. So, du musst ab und zu mal ein paar Risiken gehen und manches läuft für dich und manches halt nicht. Mal kurz auf wir wollen jetzt nicht die Playoffs von euch durchkauen, wo es rausging gegen die Houston Rockets. Gehen wir mal auf die Finalserie ein, die jetzt läuft. Wir können auch ruhig die Rockets-Serie durchgehen, aber das macht mir nichts. Ja, dann erzähl, ja gut, wenn du es schon anbietest, dann erzähl mal aus deiner Sicht. Also erstmal haben die Rockets wirklich gute Playoffs gespielt, das haben sie dann spätestens in der Serie gegen die Clippers gezeigt. Aber wirkte deutlich, 4-1 für Houston. War es aus deiner Sicht auch so deutlich? Ich glaube nicht, dass es so deutlich war. Wir haben in der Verteidigung in den ersten 2 Spielen was probiert mit der Pick-and-Roll-Verteidigung, was nicht funktioniert hat. Und das hat im Endeffekt war nicht gut. Ich glaube, wenn du eine Serie stehlen willst, wo du keinen Heimvorteil hast, musst du 1 von den ersten 2 gewinnen. Und die 2 Spiele waren wir beides mal dran. Wir waren beides mal vorne im 4. Viertel und dann sind wir so ein bisschen eingebrochen. Aber fast jedes Spiel war knapp. Wir haben gut gekämpft. Dann war es nicht geholfen. War klar, dass der Parsons sich dann noch verletzt. Hat zwar im Spiel 1 noch probiert zu spielen, hätte es aber lieber sein lassen sollen. Ganz kurz, wie geht es dem eigentlich? War eine relativ schwierige Knie-OP? Der ist operiert worden, aber ich gehe mal davon aus, dass er ist erst 26, müsste sich ganz gut erholen. Habe ihn auch jetzt machen ja jeden Tag noch ein bisschen zusammen Workout und er macht so ein bisschen Reha. Und ich gehe mal davon aus, dass der am Anfang der Saison wieder am Start ist. Also das hoffe ich doch mal. Dann weiter mit der Serie. Und dann James hat gut gespielt, aber dann haben wir so ein bisschen unsere Pick-and-Roll-Verteidigung umgestellt. Und das hat, glaube ich, viel besser funktioniert dann in Spiel 3 und Spiel 4. Wenn du eine Chance hast, dann noch in die Serie zurückzukommen, muss man Spiel 3 gewinnen. Und das war ein Riesenspiel. Das war eines der besten Spiele in dem Jahr für uns, an das ich mich erinnern kann. Wir waren nah dran, dann waren die vorne, haben wir wieder einen Run gemacht. Das war echt ein Riesenspiel und das hätten wir gewinnen müssen können, hatten genug Chancen. Und dann hat der James aber echt einen Riesentag erwischt und macht uns da ein paar 40 rein. Und dann war es das. Bei 3-0 sind die Chancen relativ gering. Wir haben zwar noch gekämpft, aber wenn du 3-mal Chancen hast und verlierst alle 3 Spiele, die ersten 3, dann war es das eigentlich. Houston haut dann nach einem 1-3 Rückstand doch noch die Clippers raus. Das war für mich persönlich überraschend, nicht nur wegen der Führung für die Clippers, sondern ich habe die auch weit oben auf der Rechnung gehabt. Aber dann nach einem 1-3, dass die Rockets nochmal zurückkommen. Hättest du damit gerechnet? Habe ich nicht mit gerechnet. Die Clippers haben auch eine super erste Runde gespielt. Also ich habe da schon die Clippers als Favoriten gehabt in der Serie. Aber man muss wirklich sagen, dass Houston nie aufgegeben hat das ganze Jahr. Ja, die waren ja viel Verletzungspech gehabt das ganze Jahr. Der Dwight hat fast ein halbes Jahr ausgesetzt. Und trotzdem haben die immer gewonnen. Ja, egal wer da reingekommen ist, hat seinen Job gemacht. Und in der Verteidigung waren sie gut gestanden teilweise.
Und James Harden hat einfach auch eine gute Harden hat eine Riesensaison gespielt, hätte fast wahrscheinlich MVP verdient gehabt, wenn Golden State nicht ein unglaubliches Jahr gehabt hätte. Aber man muss sagen, dass dann die Clippers waren ja noch mit 20 vorne im Spiel 5 und lassen sich da echt noch die Butter vom Brot nehmen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber dann selbst, als sie das noch verloren haben, dachte ich mir, okay, jetzt von den letzten 2, ja, 1 in Houston, ne, 1 hatten sie ja dann noch zu Hause, dachte ich mir schon, dass sie das noch gewinnen. Und dann haben sie das echt abgegeben. Also das war krass. Jetzt laufen die Finals, Golden State gegen Cleveland. Erstes Spiel geht an die Warriors nach Verlängerung. Kyrie Irving hat sich, glaube ich, am Knie verletzt. Also es läuft nicht wirklich gut für die Cavaliers. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich glaube und irgendwie auch ein bisschen hoffe, dass es die Warriors machen, weil ich finde, allein Steph Curry und Klay Thompson, wenn die heiß laufen, es macht schon Spaß zuzugucken. Sind sie auch dein Favorit? Ich hatte Golden State vorher als ein bisschen Favorit. Das sind für mich eine komplettere Mannschaft, eine tiefere Mannschaft. Die sind von der Bank unglaublich gut besetzt. Teilweise Leute, die locker erste 5 irgendwo anders spielen könnten. Die können immer den Druck hochhalten, das ganze Spiel. Die haben eine Länge auf jeder Position, haben eine Liner, wo sie alles switchen können. Und die haben eine Riesensaison gespielt, haben gute Schützen von außen. Also die haben gute Rollenspieler, die verteidigen und rebounden können. Also für mich sind die komplettere Mannschaft. Aber auf der anderen Seite steht King James. Ja, King James kannst du natürlich nie auszählen. Der beste Spieler, klar, noch in der Liga, wenn er fit ist. Das hat er jetzt gezeigt über die letzten paar Monate. Und Spiel 1 habe ich gestern Abend leider nicht gesehen. Muss ein Riesending gewesen sein. Da hat er dann Golden State in Overtime gewonnen. Aber ich hoffe natürlich, dass Curry fit ist. Also wenn nicht, dann wird es, glaube ich, eine relativ kurze Serie jetzt. Aber wenn er fit ist, dann haben sie doch noch Chancen. Was geht noch? 2 Jahre hast du noch Vertrag bei den Mavericks. Ganz viele Leute sagen immer, Mensch, irgendwie würden wir diesem netten Kerl das gönnen, weil er so viel schon erreicht hat. Über die Einzelstatistiken müssen wir nicht mehr viele Worte verlieren. Ich weiß gar nicht, ob die Leute in Deutschland begreifen, was es heißt, Nummer 7 der All-Time-Scoring-List zu sein. Aber alle gönnen dir nochmal diesen zweiten Ring. Jetzt muss man realistisch sein. 4, 5 Verträge habt ihr noch für die kommende Saison? Also da wird einiges passieren bei den Mavericks. Was muss passieren, dass du hoffnungsfroh in die kommende Saison gehst und sagst, wir haben ein echter Contender, wir haben eine echte Chance? Ich glaube, dass wir ein bisschen alles brauchen, jetzt mal ohne Witz. Nachdem wir nur 4, 5 Spieler im Moment im Vertrag haben, brauchen wir ein bisschen alles. Wir brauchen einen Aufbau, der gut ist, der alle in Szene setzen kann, aber auch gefährlich ist, um es selber abzuschließen. Wenn Monte auch noch aus seinem Vertrag rausoptet, was er ja die Möglichkeit hat, dann brauchen wir alles. Dann brauchen wir Schützen von außen, wir brauchen einen, der einen starken Drang zum Korb hat, wie der Monte. Aber was glaubst du denn? Zieht er diese Option, dass er... Ich schätze mal schon, weil er natürlich jetzt 2 Riesensaisons gespielt hat für uns. Und eigentlich ist er ein bisschen unterbezahlt. Was hat er gemacht? 8 oder 9 Mio in diesem Jahr, was natürlich Wahnsinn ist unter uns. Aber für den Standard, den er gespielt hat, ist er unterbezahlt für seinen Marktwert. Daher glaube ich, dass er rausoptet und da versucht, einen besseren Vertrag zu kriegen. Und wir wissen ja alle, wie das dann läuft. Wenn einmal einer Free Agent ist, dann hast du keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Aber ja, da brauchen wir einen, der einen Drang zum Korb hat. Brauchen einen großen, so einen wie der Theis. Ich glaube, den Theis würden wir gern halten. Seine Defensivkünsten, seine Rebound-Stärke hat er gezeigt wieder dieses Jahr. Seine Führungsqualitäten, auch in der Umkleide. Aber das war in 2011 auch so, dass wir ihn halten wollten. Und dann hat New York ihm ein Riesenangebot gemacht und dann war er weg. Also ja, es gibt wieder viel zu tun. Vor allem, wenn du eben so viele freie Plätze hast in der Mannschaft. Und Mark und Donny werden ihr Bestes geben. Aber es ist einfach auch nicht zu prognostizieren, Ahnung, das weiß man nicht, was sich da auf dem Free-Agent-Markt tut. Ich denke, die Basketballfans in Deutschland drücken da natürlich die Daumen. Lass uns noch mal kurz über das sprechen, was dann jetzt im Herbst ansteht, die Europameisterschaft. Das ist eine etwas andere Grundvoraussetzung jetzt für dich, weil es einfach nicht mehr die alte Gang ist, die du von früher kennst, sondern es sind viele junge Spieler, ein Kleber,
ein Zipser, ein Vogtmann, die kennst du alle gar nicht. Glaubst du, dass das ein Problem wird? Weniger für dich, als vielleicht für die Jungs, die aufschauen, ach, da ist der Weltstar. Weil das kann nicht funktionieren. Ich hoffe es nicht. Früher war das natürlich für uns ein bisschen eingespielt. Ja, ich habe mit den meisten zusammengespielt, mit 13, 14, als wir Junioren waren. Ich kenne die meisten schon, seitdem ich klein bin. Und immer wenn ich da dazu kam, das war okay, der Dirk ist wieder dabei, ist wieder am Start, jetzt zocken wir wieder ein bisschen. Und die Einstellung werden wir jetzt auch brauchen, wenn ich dazu komme, dass wir da gleich voll anpacken, dass die Jungs mit Selbstvertrauen spielen, dass die Chemie stimmt. Und ich meine, ich bin ein lockerer Typ, also normalerweise kommt jeder mit mir relativ gut klar. Und das werde ich auch so wieder angehen, wenn ich dazu komme im August, weil Zeit können wir nicht verlieren, nicht mit der Vorgruppe, die wir da erwischt haben in Berlin. Spanien, Türkei, Serbien, Italien. Einen musst du auf jeden Fall hinter dir lassen. Also das ist Holz. Ne? Besser wäre natürlich mehr als einen, weil sonst spielst du ja natürlich gleich in der Überkreuz, glaube ich, gegen Frankreich, Gruppe Nummer 1. Vor 30.000 in Lille dann? In Lille, das wäre natürlich nicht optimal. Also, aber wir schauen einfach mal, was geht. Ja, jetzt hoffe ich, dass wir ganz gut zusammenwachsen. Dass die Jungs echt hart spielen, dass sie fit sind, dass sie furchtlos spielen. Und dann wird es schon Spaß machen vor eigenem Publikum, ja, mit voller Hütte. Lassen wir uns so ein bisschen tragen hoffentlich und dass da viel möglich ist in der Gruppe. Jetzt haben wir in der Vergangenheit immer erlebt, wie das war. Auf dem Spielfeld ist die eine Sache, drumherum bei so einem Turnier, jetzt dann auch noch im eigenen Land. Der Trubel, es stürzt sich immer viel auf dich. Das war in der Vergangenheit so, das wird vielleicht ein klein wenig anders durch Dennis Schröder, aber machen wir uns nichts vor, es wird wieder viel Affentheater sein. Du bist ja ein Mensch, der es total liebt, pausenlos Interviews zu geben, im Fokus zu stehen. Bereitest du dich da auch in irgendeiner Form drauf vor, dass du sagst, oh Gott, also nehmen wir doch mal den gestrigen Tag zum Beispiel. Du bist am Tag vorher nach Deutschland gekommen, hast natürlich noch ein bisschen Jetlag, bist bei der Familie. Dann geht's los, große Pressekonferenz, Verkündung, dass du spielst, Einzelinterviews für die Medien, 2,5 Stunden in praller Sonne Autogramme schreiben, in den Flieger, ab nach Berlin, noch eine Veranstaltung am Abend bis 23 Uhr. Wie macht man das? Ich meine, irgendwann steht man doch da nur noch, also das eine ist die Hülle und der andere steht daneben. Oder wie muss man sich das vorstellen? Bist du irgendwann auch mal kaputt? Ja, so über die Jahre gewöhnt man sich schon an einiges. Und das Gute ist ja, dass nicht jeder Tag so aussieht, sondern ich habe ja immer versucht, auch im Sommer durch wenige Sponsoren, wie wir wissen, durch wenige loyale Sponsoren, die schon lange mit mir sind, versuche ich immer meine Termine im Sommer so kurz wie möglich zu halten. Dass ich nicht 20 Termine habe und dann muss ich dahin und dann 2 Wochen später muss ich dahin. Sondern wenn ich Termine habe, dann ist es kompakt. Dann will ich bum, 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 dann mache ich das alles an ein paar Tagen und dann bin ich wieder weg. Und das ist mir so, muss ich sagen, lieber. So haben wir das schon immer gehandhabt. Da sind die paar Tage halt mal schon brutal teilweise. Aber dann habe ich den Rest vom Monat oder 2 Monate dann wieder frei. Und ich glaube, beim DBB das wird schon ein guter Rummel. Aber ich glaube, wir müssen auch einen guten Weg finden, so ein bisschen das Ganze drumherum klein zu halten. Nicht, dass das immer in der Lobby Zirkus ist, dass nach jedem Spiel was los ist und hier Presse und da und Fotoshoots, sondern wenn ich da dazu komme, dass wir schon versuchen, so hart wie möglich zu arbeiten und so alles so ein bisschen ausschließen und uns auf die Mannschaft zu konzentrieren, so weit es geht, weil das ist der einzige Weg. Aber da ist der DBB natürlich in der Zwickmühle. Die wollen sportlich erfolgreich sein, das wäre der Weg, den du vorschlägst. Auf der anderen Seite jubilieren die natürlich auch, dass du dabei bist, weil sie eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, ihr müsst da schon einen Mittelweg finden, weil du weißt genau, das ist ja völlig egal, wer übertragender Sender ist. Es werden die Öffentlich-Rechtlichen sein. Der Interviewwunsch wird in 80% der Fälle Dirk Nowitzki sein. Ja, und das bin ich auch gewöhnt. Das ist kein Problem. Ich meine, in der NBA ist auch nach jedem Spiel Interviews. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich meine, so die ganzen anderen Distractions von anderen Sachen und hier noch ein Termin und hier noch Sponsorensachen. Das hoffe ich doch, dass wir da einen Mittelweg finden, dass das einigermaßen machbar ist und dass wir da nicht zu viel machen müssen, sondern dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren können. Du hast ganz am Anfang angesprochen, du hast dir schon Zeit genommen für die Familie, zweifacher Papa.
Der Kleine ist etwas über 2 Monate. Ist es dann auch eine Entscheidung innerhalb der Familie? Du bist ein Familienmensch, du bist so erzogen auch. Ist es eine Entscheidung innerhalb der Familie, was dann in so einem Sommer passiert? Ja, den Max konnte ich noch nicht fragen. Der hat es noch nicht so richtig kapiert. Die Kleine wird zwar jetzt immer witziger, versucht es da mit 3 Sprachen anzukommen. Ich meinte auch eher die Jessica. Die hat es auch noch nicht so richtig kapiert. Aber Jess weiß natürlich, dass ich nur noch ein paar Jährchen spiele. Ihr war eigentlich auch schon klar, nachdem sie damals gehört hat, des Turniers Berlin, dass es da bei mir kribbelt. Sie hat ja auch einen sportlichen Hintergrund. Ihre 2 Brüder spielen Fußball professionell. Und dass da eine Heim-EM oder irgendein Heimturnier was Spezielles ist, das glaube ich, hat sie auch relativ früh verstanden. Von daher war es eigentlich gar nicht so schwer. Wir sind sowieso immer in Europa im Sommer. Wir waren letztes Jahr fast 8, 9 Wochen da, sind ein bisschen rumgereist, waren viel bei meiner Familie zu Hause. Von daher war das eigentlich die Entscheidung gar nicht so schwer. Was natürlich gut war für die EM, auch für mich, dass sie relativ spät ist. Wenn die früher gewesen wäre, im Juli, August, dann wäre es schwer gewesen, weil dann hätte ich gleich durchtrainieren müssen. So konnte ich ein bisschen Familienzeit genießen, konnte Abstand gewinnen. Im September, wenn dann die Spiele sind, wäre ich dann sowieso voll im Training schon gestanden, weil wir dann Ende September ja bei uns anfangen. Von daher ist der Zeitplan eigentlich echt gut geklappt. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich habe ja auch 2 Kinder. Ich wurde relativ schnell dazu verhaftet, auch richtig mitzumachen, also auch die Windeln zu wechseln etc. Ist das dann so, dass das für dich auch, ich meine, das geht ja aufs Kreuz bei deiner Länge, wenn man da an dem Wickeltischchen steht. Bist du da am Start? Bin ich voll am Start, da bin ich echt total eingespannt. Vor allem jetzt im Sommer habe ich ja keine Entschuldigung, bin ich ja voll da. Aber es war ganz witzig, das erste, die Malaika kam ja im Sommer, im Juli. Da hatte ich nichts vor, da war ich voll dabei. Bei allem habe ich eine Woche lang im Krankenhaus geschlafen. Habe sogar die erste Windel von ihr musste ich wechseln. Und nachdem die Jess sich nicht so toll gefühlt hatte, kam die Krankenschwester zu mir her. Du, komm her. Ich so, ich? Und dann hat sie mir das gleich gezeigt. Und seitdem bin ich da voll involviert und wie gesagt, es macht totalen Spaß, jetzt schon die ersten 2 Jahre von der Kleinen zuzuschauen, wie sie sich verändern jetzt und sprechen und anfangen zu laufen, und das ist schon ist ein Riesenerlebnis auf jeden Fall. Leuten, die keine Kinder haben, kann man das schwer erklären. Deshalb an dieser Stelle mal die Frage, Dirk. Ich habe früher immer gesagt, wenn mir einer erzählt, durch Kinder verändert sich deine Einstellung, verändert sich dein Leben, habe ich immer gesagt, ach, so krass kann das nicht sein. Weil ich auch viel im Job immer extrem fokussiert war. Wenn man sich dessen bewusst wird, ich meine, das Bild, Icke, pass du bitte auf, dass dir nicht die Kamera umfällt gleich. Dieses Bild, so ein Zwerg bei so einem Riesen in den Händen, hätte ich jetzt fast gesagt. Verändert das was in einem, vielleicht auch was die Einstellung betrifft? Du bist ein unglaublich ehrgeiziger Mensch. Aber auch was die Einstellung zum Job, zum Beruf, zum Sport betrifft. Macht es oder hat es mit dir auch was gemacht? Die Einstellung zum Sport hat es bei mir nicht geändert. Ich bin nach wie vor einer, der den Wettbewerb liebt. Der hat trainiert weiterhin. Also das hat sich nicht geändert. Außer vom Spielfeld schon. Ich glaube, wir wissen alle, wenn du keine Kinder hast oder bevor du verheiratet bist, du sehr egoistisch mit deiner Zeit. Du machst, was du willst. Jetzt reise ich dahin. Jetzt lese ich ein Buch, jetzt schaue ich Fernsehen, das ist fast alles vorbei. Du bist auf dem Zeitplan der Kids. Ja, da ist den ganzen Tag was los. Wenn sie nicht schlafen, dann stehst du halt auch nachts auf. Und das ist, ist schon ein Life-Changer, wie man schon schön sagt, aber auch eine schöne Reise, die man mit den Kids da durchmacht. Das macht schon wahnsinnig Spaß. Und manche Zeiten sind mal anstrengend. Und manche Zeiten sind dann wieder unglaublich schön. Also, es ist alles dabei, volles Programm. Wenn ich danach gefragt werde, was zeichnet ihn aus, was macht ihn aus, komme ich sehr oft auf deine Eltern, Helga und Jörg. Sind sie für dich so eine Art Role Model, wie sie euch großgezogen haben? Das nimmst du da ein bisschen von mit, dass du jetzt sagst, da haben sie schon viel richtig gemacht, dann nehme ich ein bisschen was mit für die Erziehung meiner Kinder? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Respekt da sein muss. Es gibt ja heute viele Leute, die anti-autoritär erziehen.
Ich glaube, das wird nicht mein Weg sein. Es muss Respekt, die Kids müssen ein bisschen Respekt vorm Alter haben. Aber meine Eltern haben das gut hingekriegt, dass sie uns zwar hart erzogen haben, aber auch so, dass wir immer Spaß hatten, dass der Familienzusammenhalt immer da war. Es war nie so, dass es alles zu viel war. So werde ich das auch machen und auch mehr, wie das meine Eltern im Sport gehandhabt haben. Ja, dass ich alles probieren durfte, dass ich in nichts forciert worden bin. Als ich dann Handball aufgehört habe, hat mein Vater mich da unterstützt, obwohl auch mit einem weinenden Auge. Aber der hätte mich wahrscheinlich auch zum Balletttraining gefahren. So haben die mich unterstützt bei allem, die Entscheidungen, die ich machen wollte. Und so werde ich das auch handhaben. Ich werde nicht versuchen, meine Kids in irgendwas reinzupushen, auf das sie keine Lust haben. Also die müssen jetzt nicht zwingend Basketballerin, Basketballer werden. Das ist nicht so, dass sie da... Nee, gar nicht. Im Sport, ich glaube, das erste Sport, den sie machen werden, es wird auch Tennis werden. Das habe ich damals auch so gemacht. Wenn man einmal Tennis lernt, wenn man klein ist, kann man das den Rest seines Lebens immer spielen. Und das macht Spaß. Das kann man im Alter spielen, kann man noch gut mit 50, 60, kann man noch schön Tennis daddeln. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall machen, wenn sie klein sind. Und den Rest können sie dann machen, was sie wollen. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen Instrument zu pushen. Dann mal schauen, ob sie... Saxophon. Nicht Saxophon. Wir haben Klavier zu Hause. Mal schauen, ob die Kleinen so ein bisschen, sie wahrscheinlich mehr, ob sie Lust hat, ein bisschen Klavier zu spielen. Jetzt hammelt sie schon so ein bisschen drauf rum. Also das werde ich mal schauen, ob sie da Lust drauf hat, und alles andere ist roll with the flow. Abschließend zu dem Thema noch. Du bist ein bodenständiger Mensch, überhaupt keine Frage. Trotzdem wird es für die Kinder eine besondere Situation sein mit einem zigfachen NBA All-Star, mit einem NBA Champion, mit einem wohlhabenden Papa, also in dieser Familie groß zu werden. Wirst du da ein bisschen darauf achten, dass nicht zu viele Selbstverständlichkeiten da sind und wie deine Mama für dich lange Zeit, dann auch für die irgendwann, wenn sie größer sind, zum Bankomaten gehen und aufpassen, dass das nicht ausufert, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage. Das sind natürlich alles Sachen, die man auch diskutiert mit der Frau, wie wir das alles handhaben werden. Aber es wird schon sicherlich auch Zeiten geben, wo das ein bisschen schwerer ist. Aber wir wollen sie natürlich nicht irgendwie total, ja, keine Ahnung, zu sehr verwöhnen. Sie müssen schon auch lernen, dass man im Leben für Sachen arbeiten muss. Das fängt schon auch in der Schule an. Aber es wird auch schwere Zeiten geben. Ja, also ich weiß ja von anderen NBA-Spielern, dass die Kids da teilweise von der Schule heimkommen und das gar nicht selber so realisieren. Aber ihre Freunde und Freundinnen erzählen denen dann irgendwelche Flausen in den Kopf. Und dann kommen sie heim und sagen, Papa, wie viel Geld haben wir und so Sachen. Das muss man dann alles mitmachen und durchleben. Genaue Antwort kann man da gleich, glaube ich, vorher gar nicht planen, weil wir gar nicht wissen, was alles so aus den Kids rauskommt. Aber ich glaube, da freue ich mich drauf. Das gehört mit dazu, Eltern zu sein, und wir werden das Beste draus machen. Zum Abschluss noch eine Frage zum Basketball. Erstmal danke, dass du da so frei drüber erzählst. Ich finde das spannend. Zum Basketball, es wird immer so viel diskutiert. Ich habe das mit vielen Fans dieser Sportart, die kriegen immer die Motten, wenn ich sage, der Beste aller Zeiten kann nur einer sein. Das ist Michael Jordan, für mich eine Ikone. Mag damit zusammenhängen, dass ich das damals live übertragen habe in den USA. Viele sagen LeBron James. Jetzt möchte ich das mal von dem absoluten Topstar der NBA hören. Aus deiner Sicht, wer ist der Größte aller Zeiten? Also da bin ich natürlich auch ein bisschen Michael Jordan angehaucht. Ich bin ja groß geworden mit Basketball in den 90ern. Die 80er habe ich knapp verpasst. Ich habe dann so angefangen, Basketball-Fan zu werden mit 12, 13. Und das war genau 90, 91, 92, als der Jordan dann die Liga quasi übernommen hat. 6 Meisterschaften in den 90ern gewonnen hat. Und wenn er nicht noch zwischendurch mal Baseball gespielt hätte, hätte er wahrscheinlich noch mehr geholt. Also für mich ist auch Jordan the greatest of all time, wie man so schön sagt. Der war so ein bisschen das volle Rundumpaket. Er hat den Killer gehabt, aber er konnte auch verteidigen, er konnte passen. Das war einfach ein unglaublicher Führungsspieler. Die Athletik, die er hatte,
das war schon, ja, das war Best of all time auf jeden Fall. Ist das so der, wo du sagen würdest, den zu seiner Hochzeit, da hätte ich mal gerne gegen gespielt? Das hätte schon Spaß gemacht, ja. Und das war ganz witzig. Ich wollte natürlich auf jeden Fall einmal gegen ihn spielen. Und dann bin ich ja dann rübergekommen in der Saison 98, 99. Und das war genau die Streiksaison. Und dann kam ich rüber und dann hieß es, okay, die Saison findet statt. Und dann hat Michael gesagt, er hört auf. Und da war ich natürlich schon ein bisschen traurig, habe gedacht, ich werde nie mehr gegen ihn spielen können. Und dann kam er, das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, dann kam er dann in Washington zurück, habe mich natürlich riesig gefreut. Alles klar, ein paar Jahre später, erstes Spiel gegen Michael Jordan in Dallas. Medien gekommen, alles drumherum, ich mich riesig gefreut. Und zum Shootaround früh ziehe ich mir meinen Schuh an und der war so ein bisschen eng und ich stampf so 2, 3 Mal in die Schuhe rein, knick dabei weg und mir rutscht die Sehne vom Knöchel runter und konnte abends nicht gegen Michael Jordan spielen. Ja, die deutschen Medien so, hat sich verletzt beim Schuhanziehen. Das war ein bisschen unglücklich, aber dann später in der Saison waren wir dann in Washington und da hatte ich dann nochmal die Ehre, gegen ihn zu spielen. Er hat mich sogar einmal verteidigt bei einem Post-Up und das war schon ein Riesengefühl. Aber ja, Michael Jordan, eine Legende. Dann war ich ja so glücklich, dass ich bei seinem letzten All-Star-Game war ich dabei in Atlanta. Habe ich mitgespielt. Ich habe ihn auch mal kurz verteidigt, soweit ich weiß. Dann hat er ja den Super Fadeaway in der Ecke über Marion gemacht, um das Ding noch in die Overtime zu schicken, glaube ich, soweit ich mich noch erinnern kann. Also das werde ich auch mal meinen Kids in 20 Jahren erzählen, auf jeden Fall. Dann bis hierhin vielen Dank, Dirk. Wir machen gleich kurz noch die Fanfragen. Das geht fix und ein feines Entweder-Oder. Das geht aber schnell. Danke für das Gespräch, für Einblicke, die so selbstverständlich nicht sind. Und von meiner Seite kann ich nur sagen, ich drücke fett die Daumen für die beiden Jahre in der NBA noch und werde interessiert verfolgen, was da bei der Europameisterschaft im eigenen Land und hoffentlich dann später auch in Frankreich geht. Danke.